in dieser Zeit jetzt nach Jesu ersten Kommen, da erfahren wir das Königreich teilweise. Und wenn Jesus dann das zweite Mal kommt, dann sehen wir die endgültige Erlösung, die endgültige Wiederherstellung. But we are already experiencing it right now Wir erfahren es auch schon jetzt, in part. teilweise. And so the servants as us. Und die Diener, die in diesem letzten Teil vorkommen, das sind wir. Okay, it talks always about the servants of the Lord in the plural now. Da geht es jetzt immer in Mehrzahl um die Diener des I Herrn, color-coded that in blue. was ich da so blau markiert habe. Okay, always about us, and so about the kingdom of God that Isaiah is seeing. Das geht immer um uns, die Gläubigen, und über das Königreich Gottes, das Jesaja gesehen hat. And so God is doing something new. Also, Gott macht jetzt was Neues. He says that repeatedly in Isaiah. Und das wiederholt er immer mal wieder in Something Jesaja. that will surprise everybody. Etwas Neues, was jeden überraschen wird. All right? What is he going to do? Ja, was wird er denn The tun? Holy Spirit is moving. Der Heilige Geist, der bewegt sich. Ezra chapter 4, Ezra chapter 1. In Ezra chapter 1. Esra, Kapitel 1, In the first year of King Cyrus, im ersten Jahr von König Cyrus, in order that the word of the Lord may come to pass of Jeremiah, im ersten Jahr des Kyros, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen wurde. why it says Jeremiah is a side issue, we can talk about that later, but it is probably referring to Isaiah. Wahrscheinlich wird da eigentlich Jesaja gemeint, Okay, because in the ancient scrolls, sometimes they refer to all of the prophets, and they name him, and then all of the scrolls is mentioned. They refer back to the very first one that's on the scroll, which is Jeremiah, but he's probably referring to the prophecies also of Isaiah. kann sein, dass Jeremia und Jesaja auf derselben Schriftrolle standen und dann einfach die Schriftrolle als ganze Jeremia hieß. Because of course Isaiah talks about Cyrus. Wahrscheinlich meint er aber tatsächlich das, was wir hier in Jesaja als Prophetie But the haben. main point I'm trying to make is that the Spirit, the Lord, stirred up the spirit of King Cyrus. Aber was ich hier vor allem zeigen möchte, ist, dass der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, erweckt hat. And so God is doing some stirring here. Gott ist da etwas am Erwecken. And he stirred up one from the east, it says in Isaiah. Bei Jesaja heißt es so in Kapitel 41, I stirred up one from the north. wer lässt den von Osten herkommen? I call you by your name. He's talking about the one that he's stirring up. Und dann später sagt er, ich habe dich beim Namen genannt. I stirred him in righteousness. Ich habe ihn in Gerechtigkeit I have erweckt. spoken and called him. God is doing that. God is raising up this Cyrus. Ich habe gesprochen und ihn gerufen. Also es ist Gott, der hier handelt, der diesen Kyros And then Ezra writes the same thing, that God is stirring up the spirit of Cyrus. He is at work. Deswegen hat Gott hier bei Esra gesagt, dass er diesen Kyros erweckt hat, dass Gott hier am Handeln ist. And here is the anointed one, Cyrus. Und er ist der Gesalbte. He is called my shepherd, Er wird mein Hirte genannt, who builds the temple, der den Tempel baut, who set the exiles free. der die Exilanten, die aus dem Exil And he does that, freisetzt. and he does that for free. He asks for no money. Und der das gratis macht, der dafür nichts im Gegenzug haben möchte. And so what we read in 45 verse 13 is celebrated in 55, and it says, "Come all you, come to deliverance, and you don't pay any money." Und was da in 45 beschrieben wird, das wird in 55 nochmal gefeiert, wo es heißt, kommt alle herbei zu dieser Erlösung, wo ihr kein Geld dafür zahlen müsst. So Jesus is the anointed one. Jesus ist der Gesalbte. Jesus is the shepherd, the good shepherd. Jesus ist auch der gute Hirte. Jesus builds the temple, which is now the body, that is the church. Jesus baut den Tempel, das ist jetzt sein Leib, die And Gemeinde. Jesus sets the exiles free, which is sets us free from the captivity of sin. Und Jesus setzt die Gefangenen der Sünde frei. So we have a physical, which is only a physical deliverance, but we can go parallel and see spiritual deliverance as well. Also wir haben da diese materielle Erlösung durch Kyros, durch diese tatsächliche Person. Und dann sehen wir auch die geistliche Erlösung durch And he Jesus. does that miraculously. Und das passiert beides auf wundervolle Art und In Weise. chapter 44, verses 27, In Kapitel 44, Vers 27 Isaiah says, "Be dry, O river."
Da sagt Jesaja, versiege. He is going to, and the anointed one is going to dry up the river. Deine Fluten trockne ich aus, dieser Gesalbte, der wird den Fluss trocknen. And we will read more, we will discuss this more when you come to the book of Daniel. Wenn ihr zum Buch Daniel kommt, werden wir noch mehr darüber erfahren. When there is a supernatural event happening in Babylon. Wo in Babylon ein übernatürliches Ereignis stattfindet. And Cyrus is so anointed Und Kyros so gesalbt ist, that he conquered Babylon in one night. dass er Babylon in einer einzigen Nacht eingenommen hat. A supernatural miracle that had really happened in history. Ein übernatürliches Ereignis, was tatsächlich stattfand. And we can read about it in the book of Daniel, so next week. Das könnt ihr nächste Woche im Buch Daniel. Very exciting, okay? But the key is here, and it says he dried the rivers. Der Schlüssel dazu steht genau hier, da heißt es, And I'm not going to give it away. I'm not going to tell you because you're supposed to. I don't want to give it away because the next speaker has to talk about that. und deine Fluten trockne ich aus. Und ich verrate euch noch But nicht, he aber was- der nächste Sprecher euch das He's sagen. so super anointed, Aber der ist jedenfalls so super gesalbt, and he's King Cyrus. der König Kyros. And then God is going to do something even greater, Und dann wird Gott noch was something Tolles more machen. miraculous, Etwas noch and it wundervolles, will make everybody amazed. was alle erstaunen But wird. it will also be shocking. Es wird auch schockierend sein. What is that? 44, 27. All right. So God is doing something new. Das ist erst eine Randnotiz für nächste 42 Woche. verse 9. Also Gott macht etwas Neues. The former things have come to pass. I will do something new. Das sagt Jesaja in 42, Vers 9. One of our verses that we like to quote, right? Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Yeah, one of those verses we like to quote, right? Das ist so ein typischer Bibelvers, den wir gerne auf Postkarten machen. All right. We even have it repeated in 43 verses 18 and 19. Das wird nochmal wiederholt in 43, 18 bis 19. Again, do not remember the former things or consider the things of old. I'm about to do a new thing. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein neues schaffen. Now it springs forth. Do you not perceive it? Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es I will nicht? make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. So we like to quote that, So was zitieren speak wir it gerne. over people, encouragement. Wir sprechen das aus über Menschen, um sie zu ermutigen. And now I'm going to give you the original context. Aber jetzt zeige ich euch mal den ursprünglichen God is Kontext going to davon. make a way in the wilderness, something He's going to do, and it's going to blow you away. It's going to amaze you. Wird einen Weg schaffen in der Wüste und wird da etwas ganz Neues tun, was euch total erstaunen wird. He says twice, forget the former things, I'm going to do something new. Zweimal sagt ihr, vergesst das, was in der Vergangenheit war, ich mache jetzt was total And then Neues. all the way at the end of Isaiah, Und ganz am Ende von Jesaja, in 65 verses 17, in Kapitel 65, Vers 17, it says, forget the former things, here is the new heaven and the new earth. da heißt es, vergesst das, was vorher war, ich schaffe jetzt einen neuen Erden, eine neue Erde. And so there is a real emphasis about forget the former, God is going to do something that is new. Und da heißt es dann wieder, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Also es ist echt dieser Fokus darauf, ich mache was Neues. So just as when the original, because now Isaiah, the book of Isaiah, is written after 701 BC. Das Buch Jesaja wurde nach 701 vor Christus So geschrieben. they have experienced an amazing deliverance. Die haben eine ganz wunderbare Erlösung erfahren And then Isaiah says, forget that, I'm going to do something even better. unter Hiskia. Und Jesaja sagt, ja, vergesst das, ich mache noch was Besseres. That is how it fits in context. What is it? So sieht der Kontext davon aus. Und was ist das? Well, 43 verse 25 says, forgiveness of sin. In Kapitel 43, Vers 25 heißt es, die Übertretung, Something much better. die Vergebung der Sünden. Okay. Etwas noch viel Besseres. All right, forget the so we have this anticipation, huh? Forget the former. He may even talk about the Exodus. Sagt so, vergesst das Vorige. So deliverance from Egypt has happened, Auszug aus Ägypten, which is Exodus 1. das ist der erste Auszug. Then deliverance from Sennacherib. Dann Remember Sennacherib that besieged Jerusalem, Erlösung von Sanherib, der Jerusalem belagert which hat. is 701 BC. Das war 701 vor I Christus. call that Exodus number 2. Sagen wir mal, das ist Auszug Nummer And 2. all of that, forget.
go ahead and forget, I'm going to do something new. Vergesst das alles, ich mache noch was Neues, sagt There's er. going to be a deliverance from sin, and there is going to be a new heaven and a new earth. Es wird eine Erlösung aus der Sünde geben, es wird einen neuen And Himmel who und is eine neue going to Erde do geben. that? It's going to be my servants. Wer tut das? Wer schafft das? Das macht mein Diener. That is going to do the new thing. Der wird dieses Neue hervorbringen. Now, when I read in Isaiah 42, Wenn ich in Jesaja 42 lese, at first it sounds like it's talking about Israel. dann hört sich das zunächst mal so an, als handelt das von Israel. So I was going to say, I was going to do it in yellow. Dann wollte ich das zuerst gelb markieren. But then I realized that this Israel is not Israel as a nation, it is Israel as Jesus. Aber dann habe ich gemerkt, dieses Israel ist nicht Israel als Volk, sondern es ist Israel als Jesus. So here it says in 42 verses 1, So heißt es hier in Kapitel 42, Here Vers is 1. my servant whom I behold and whom I have chosen and in whom my soul delights. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen Okay, hat. so initially I think it's talking about Israel. Zunächst mal dachte ich also, das handelt von I have Israel. put my spirit upon him, he will bring forth justice to the Ich nations. habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Alright? But then if I continue to read, I realize, no, this is not what Israel fulfilled. Doch wenn ich da weiterlese, dann wird mir klar, das ist nicht etwas, was Israel erfüllt. This is fulfilled in Jesus. Das ist in Jesus erfüllt. Okay, and so he will establish justice in the earth. Jemand, der Gerechtigkeit schafft auf der Erde. And his teachings will go out till the ends of the earth. Dass Verse 4. seine Lehre, seine Botschaft hinausgeht bis ans Ende der Welt. And so Matthew says so. Und genau das It bestätigt is Matthäus, Jesus. dass Jesus ist. Okay, what was supposed to be Israel now is Jesus. So sehen wir, was Israel sein sollte, das ist jetzt. It is on Jesus that the Spirit come upon. Auf ihn kommt der Geist And herab. then what does he say? And he will proclaim justice to the Gentiles. Und dann heißt es, er wird Gerechtigkeit sprechen zu den Heiden. Okay, so again we see a prophecy that initially sounded like for Israel, but it is fulfilled in the church by Jesus. Wir sehen also eine Prophetie, die ursprünglich sich anhört, als würde sie zu Israel gesprochen, die wird von Jesus erfüllt. And that is what my servant will do in chapter 42. Und in Kapitel 42 sehen wir, dass mein Knecht das machen wird. Have you guys already read Ezekiel? You will read it when? Today? Oh, that's okay. It's okay. So, today? Or next week? Okay, but in the book of Ezekiel, Im Buch Ezekiel, it begins in chapter 1, in Kapitel 1 fängt es and an. again, like in Isaiah, Ezekiel sees God. Und wie bei Jesaja sieht Ezekiel auch eine He Vision sees von the Gott. Spirit of God, Er sieht den Geist Gottes. but then when you continue to read in Ezekiel, Wenn man dann weiterliest in Ezekiel, and you come to chapter 10, wenn man zu Kapitel 10 kommt, and you see that the Spirit of the Lord is leaving. sieht man, wie der Geist Gottes sich davon macht. Remember back in Exodus chapter 40, Wisst ihr noch, in 2. Mose in Kapitel when they 40, dedicated the tabernacle, wo sie diese Stiftshütte geweiht haben God's Spirit came down. und Gottes Geist herabkam. Then in 1 Kings, I think chapter 1 Kings chapter 8, I think, Und dann in 1. Könige irgendwo in Kapitel 8, Solomon dedicated it when the temple was built, wo der Tempel gebaut wurde and then Solomon prayed and dedicated the temple und to Salomo God. den Tempel Gott geweiht hat. And again it says the Spirit came upon the temple. Und dann heißt es wieder, der Geist kam herab auf den Tempel. Probably everybody will be slain in the Spirit on the floor because of the presence of God being so strong. Die wurden schon alle umgehauen, lagen auf dem Boden von dieser starken So, Gegenwart Gottes. in both cases we see Emmanuel, God with us, we see the Spirit coming, we see the presence of God being among people. In beiden Fällen sehen wir Immanuel. Gott ist bei uns und Gottes Gegenwart ist unter seinem Volk. But then in Ezekiel we read something that's very scary, In Hesekiel lesen wir da aber etwas, was echt beängstigend ist. especially scary for Ezekiel because he's a priest Vor allem für Hesekiel selbst, der ein and he has Priester been war. giving visions of the temple Und er hatte diese Vision von and einem he sees Tempel. the Spirit of God leaving. Und dann sieht er, wie der Geist Gottes sich davon macht. It's gone. Einfach verschwindet. Even later, when they return to Jerusalem Sehr später, wo sie nach Jerusalem and zurückkehren, when they rebuild the temple, wo sie den Tempel wieder and you aufgebaut read haben, that in the prophets of Haggai, dann sehen wir beim Propheten Haggai, and we never see that the Spirit of God come back. da lesen wir nie davon, dass der Geist Gottes wieder And kommt. Haggai says,
also the latter glory will be greater than the former. Haggai prophezeit auch, dass die spätere Herrlichkeit die frühere Herrlichkeit übertreffen wird. While the temple was built, they were waiting for the Spirit to return, the glory of God to return, and it did not until Jesus comes. Während sie den Tempel wieder aufgebaut haben, gewartet, dass Gottes Herrlichkeit wieder hineinkam, aber er kam nicht, And bis Jesus kam. the moment Jesus walked into the temple, In dem Moment, wo Jesus dann den Tempel betrat, God again filled the temple. hat Gott den Tempel wieder But gefüllt. then Jesus walked out of the temple, Und dann ist Jesus wieder rausgelaufen and then he predicted its destruction. und hat vorhergesagt, dass der Tempel zerstört wird. Because henceforth the temple will be the bodies of the believers. Weil ab Jesus wird der Tempel die Körper von seinen Nachfolgern That's sein. why Jesus said, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Jesus Leib ist die Gemeinde. Deswegen hat Jesus auch gesagt, zerstört doch diesen Tempel, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Okay, but he was referring to his body. Er hat aber seinen eigenen Körper They gemeint. destroyed his temple, they destroyed the temple, the Jesus body, and then a new temple is born, the church. Sie haben im Tempel nämlich seinen Leib zerstört und dann wurde ein neuer Tempel geboren. And now we always talk about a spiritual temple. We no longer have any regard for a physical temple. Deshalb sprechen wir jetzt immer von einem geistlichen Tempel und wir drehen uns nicht mehr um einen materiellen, körperlichen So Tempel. God is going to do something new, Gott macht jetzt also was Neues. something that the old servant, the Bible doesn't use the word old, Etwas, das der alte Diener, also in der Bibel kommt das nicht so vor. but I just add that to explain, yeah? Ich füge das hier dazu, um das zu erklären. So what the old servant could not do, the new servant will do. Was der alte Diener nicht geschafft hat, das wird der neue vollbringen. Because the old servant, they were not a faithful servant to the master. Diener Israel war kein treuer Diener dem Herrn. And so the spirit departs from the temple, Und so verlässt der Geist den Tempel. but now with the new servant Aber jetzt mit den neuen that Dienern, Isaiah talks about, über die Jesaja spricht, we will have, remember, redemption promised haben wir die Erlösung verheißen. in the first section of the second half of the book, Im ersten Teil der zweiten Hälfte des Buches. and then redemption provided, which is in the middle of the second section, which is also in the middle of the comfort second half of the book. Und die Erlösung, die gegeben wird. Und das finden wir in der Mitte der zweiten Hälfte des Buchs, wo es um Gottes Trost geht. Yeah, and of course Isaiah 53 is in the middle of that. Und genau in der Mitte davon ist Jesaja 53. Okay, so for Isaiah 42 verses 5 to 7, Jesaja 42, Kapitel Verse 5 bis 7. thus says the Lord who created the heavens and the earth, yeah, blah, 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 blah. Okay, who gives breath to the people? I am the Lord of called you. Okay, so in verse 6 it says, I am the Lord, I have called you in righteousness, I have taken you by the hand and kept you, I have given you as a covenant to the people. Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk. I have given you as a covenant to the people. He is saying, I have given you, Jesus, as a covenant to the people, a light to the nations. Sagt hier, dich, Jesus, habe ich gegeben als Bund für das Volk, als Licht für die Heiden. To open the eyes of the blind, to set the prisoners free. Remember that is what Jesus quoted, talking to John the Baptist. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Das ist das, was Jesus auch als Antwort gegeben hat auf die Frage von Johannes dem Täufer. So I have given you as a covenant to the people, I have given you Jesus. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, John 3 verse 16. Ich mache dich zum Bund für das Volk. Er macht Jesus, er gibt Jesus als seinen einzigen Sohn. Matthew 26:28, Matthäus 26, Vers when Jesus 28, talks about the new covenant, wo Jesus über den neuen he Bund said, for spricht. this is my covenant signed in blood, which is poured out for many for what? For the forgiveness of sin. In Matthäus 26, Vers 28, da sagt Jesus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. I have given you as a covenant to the people, the blood of Jesus. Jesus, his body, is given as a covenant to us. Er ist gegeben, Jesu Körper ist gegeben als ein Bund für uns. And Hebrews says that now that the new covenant has come, the old covenant has become obsolete.
Hebräer sagt uns, dass jetzt, wo wir den neuen Bund erhalten haben, der alte Bund hinfällig geworden And ist. what is obsolete will soon disappear, Hebrews says. Das alte wird bald vergehen, sagt uns. And that happens Und das when? passiert tatsächlich in 70 AD, in 70 nach Christus, when the Romans destroyed the temple again. als die Römer den Tempel wieder That zerstören. is like the last nail in the coffin. Das ist wie der letzte Nagel im Sarg. The covenant is gone, Der alte Bund ist verschwunden never returning. und kommt nie There is wieder. no need to return. In Revelation, with the new heaven and the new earth, there is no temple. Und es gibt auch keinen Grund mehr, dahin zurückzukehren. In Offenbarung, im neuen Himmel, der neuen Erde, da gibt es keinen Tempel. Jeremiah, that you guys just read, it says they will not even miss the Ark of the Covenant. In Jeremia, was ihr jetzt gerade gelesen habt, da kommt diese Aussage vor, sie werden die Bundeslade nicht vermissen. You remember the covenant is in the Ark of the Covenant. Und der Bund, der war ja da drin in der Bundeslade But enthalten. there will come a day, Jeremiah said, that they don't even miss it. Aber Jeremia sagt, es wird ein Tag kommen, wo sie das nicht mal vermissen werden. John says that there is no temple. Johannes in seiner Vision vom neuen Jerusalem sagt, es gibt keinen There Tempel. is no need for that because God will be their light. God will be in their very midst. Es wird kein Tempel gebraucht, weil Gott ihr Licht sein wird, weil Gott in ihrer Now, Mitte sein wird. how is he going to do that? Aber wie macht er das jetzt? God is doing something new. Gott macht etwas Neues. And it's going to be shocking and amazing. Und es wird schockierend sein und wundersam sein. Why? Because Israel failed, the servant Israel failed, God is sending another servant. Weil sein Diener Israel versagt hat, schickt Gott einen anderen Diener. The old covenant is done with, the new covenant has come. Der alte Bund ist abgelöst, der neue Bund ist gekommen. And whatever it is will surprise everybody, will take their breath away. Und das, was da kommt, das wird alle überraschen, wird ihnen den Atem rauben. So when the first servant is introduced, Wo der erste Diener vorgestellt wird, the first time meaning Jesus, und damit meine ich Jesus, which was in Isaiah 42, das ist das erste Mal, wo Jesus vorgestellt wird in Jesaja 42, we have the green here, haben wir diese eine Ja. grüne Markierung. okay, and so that we have the first servant song. Jetzt sehen wir hier auch das erste Lied des And Dieners. so it is like amazing. Sing to the Lord a new song, His praise from the ends of the earth. Das ist ganz toll, das geht so, singet dem Herrn ein neues Lied, sein Ruhm an den Enden der Erde. Okay, all the way up to the ends of the earth, like the coastlands in those worlds was like what we now call the ends of the earth. Bis an die Enden der Erde, da hieß es bei den, bis an die Küstenländer, so, das war So he had that revelation and he cannot keep it inside and he just bursts out song. Er hatte diese Offenbarung, er kann es nicht mehr in sich behalten, sondern er bricht aus in diesem Lied. And then we read about the next one. Dann sehen wir das zweite Mal, We go on in chapter 49. in Kapitel 49. Okay, 49 verses 3. 49, Vers 3. 3. And he said to me, you are my servant Israel in whom I am glorified. Er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Alright? And then in verse 6 it says, it is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribe of Jacob and to restore the survivors of Israel. I'll give you as a light to the nations, not just to Israel. I'll give you as a light to the nations. In Vers 6 geht es weiter. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten, die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen. And so salvation will reach, it says, and then it ends, the salvation will reach the ends of the earth. Dann heißt es am Ende des Verses, dass das Heil bis an die Enden der Erde erreichen wird. Alright, in verse 7, it says, thus says the Lord, the Redeemer of Israel, and His Holy One, to one who is deeply despised, abhorred by the nations, the slave of rulers. Kings shall see and stand up, princes, and they shall prostrate themselves because the Lord who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you. Vers 7, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. So it talks about Jesus, the servant. Könige sollen sehen und aufstehen und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. Hier geht es um den Knecht Jesus.
who was despised, der verachtet war, abhorred, verabscheut, treated like a slave, als Knecht, als Sklave and he is going to become the King of und Kings. er wird König der Könige. In verses 13, In Vers 13, again, Isaiah cannot hold it inside, da hält es Jesaja wieder nicht aus. and he will burst out in song again. Er fängt wieder an mit einem Lied. And so I say, sing for joy, O heavens and earth. Break forth, O mountains, into singing. Jauchze ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen. Okay, and so again, more revelation about the servant. Weil wieder gab es neue Offenbarungen über den Knecht. Then we go to number 3. Kommen wir zu Stelle Nummer 3. We have to skip that one, but it is a familiar one. It talks about how beautiful at the feet of the mount, how beautiful upon the mountains at the feet of the messenger that brings good news. Das überspringen wir, das ist ein wohlbekanntes, da geht es darum, wie wunderbar sind auf den Hügeln die Füße derer, die gute Nachrichten bringen. And so, and it again is a song that we sing sometimes in worship, and it was actually coming from Isaiah after receiving more revelation about who the servant is. Es ist ein Lied, das wir auch manchmal singen, worüber wir auch Lieder dichten. Und es ist etwas, was Jesaja hier als Reaktion auf weitere Offenbarungen über den Knecht And then he gets the greatest revelation. Dann erhält Jesaja die größte Offenbarung. And that is like the revelation that really is shocking. Das ist jetzt diese Offenbarung, die wirklich schon That is amazing. wundervoll ist. What is it that offends God the most? Was ist es, was Gott am meisten beleidigt? What is it that is, like in the Old Testament, what is the worst thing that the people could possibly do that is like making God really angry? Was ist das Schlimmste, was die Leute im Alten Testament machen können, was Gott echt zornig macht? Andere Götzen dienen. So other idols. Like worship other idols. Okay, Ezekiel, what do you think? That was my answer. Okay, what do you think? I would probably also say the same. Okay. Turning away from Okay. Okay, what do you think is the worst possible sin? Was meint ihr, ist die schlimmstmögliche? What is even worse than what is even worse than bowing down to an idol? Was ist noch schlimmer, als sich von einem Götzen niederzubeugen? To put not to trust in God. Okay, not to put trust in God. Okay, very good. Nicht zu glauben, Okay, those are spiritual answers. sind geistlichen But Antworten. what is really, really, really shocking that we read in the Old Testament? Echt schockierend, was wir im Alten Testament sehen. To sacrifice their children to... They sacrifice their children. Dass sie ihre Kinder geopfert haben. But that's what God did. Das ist, was Gott auch getan hat. He sacrificed his child. Hat sein Kind geopfert. That is what is shocking and amazing. Das ist, was so schockierend ist und wundervoll. And that is, wow, that is what Isaiah suddenly is realizing. Und das merkt Jesaja plötzlich. Because the revelation that he gets, and when he describes 53, Isaiah 53, that's not just a nation anymore, this is a person that is being sacrificed. Denn was die Offenbarung, die er hier erhält in Jesaja 43, da merkt er, das ist nicht mehr eine Nation, die geopfert wird, das ist eine Person. And it's the greatest injustice that can possibly happen, and it happens to a man. Und es ist die größte Ungerechtigkeit, die nur passieren kann, und sie passiert diesem Mann. And so we read about Isaiah 53, that you can summarize it. Und das lesen wir in Kapitel 43, das kann man zusammenfassen. It begins actually at the end of 52, and that is a summary of the overall picture of 53. Es geht los am Ende von Kapitel 52. And that the servant will be exalted, afflicted, and it begins with the end, and that is that he will be exalted. Und da, das wird vom Ende her gesehen, in 52, Vers 13, mein Knecht. And that the servant is going to be afflicted. Er wird erhöht und hoch erhaben sein. And people will be shocked. Viele werden sich über ihn entsetzen, And then how will they be shocked? Because they will see a human sacrifice. weil sie ein Menschenopfer sehen werden. Because Jesus, of course, was a human sacrifice. Weil Jesus natürlich ein Menschenopfer And so then now we go in chapter 53. Jetzt sehen wir in Kapitel 53, The servant was despised. der Diener, der wurde verachtet. Okay. And then the servant is going to be wounded. Der Diener wird verwundet.
Okay, so first we have despise, which is emotional abuse. Erstmal haben wir Verachtung, das ist emotionale Wounding, hurting. Emotionaler Missbrauch. Missbrauch, emotionaler Missbrauch. Then we have